Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier bei den PS Days. Mein Name ist Nico Stratigis und jetzt geht's los. Viel Spaß! Wir haben hier schon was Schönes entdeckt, und zwar ein Fire and Ice. Ich muss ja sagen, ich bin ja absoluter Golf-Fan. Egal ob es Golf 1, 2, 3 ist. Ich finde die Farbe einfach ultra geil. Alleine die ganze Carbon-Sachen hier an dem Auto finde ich schon sehr cool. Macht schon echt was her. Auch die Borbett-Felgen da drauf und so. Das Auto ist schon echt ein Sahnestück. Geiles Teil. Ich stehe absolut auf dieses Lila. Ich hatte ja schon mal in irgendeinem Video erzählt, ich hatte ja mal einen Golf 3 VR6 Highline in lila. Und jedes Mal, wenn ich einen Golf in lila sehe, geht mir das Herz auf. Wunderschön. Geile Karre. Boah, das sehe ich gerade erst jetzt. Ey, die gecleante Front ist schon geil, oder? Jalousien. Wir haben hier gerade noch was entdeckt hier. Hey, also da geht mir das Herz auf. Die alten Autos sind einfach der absolute Hammer. Auch die Kombination mit dem Design, die Farbe, die Räder. Geiles Teil. Boah, da ist ja sogar Hosies drauf. Männliches Gerät. Echt cool. Super cool. Wir haben ja selber auch in der Familie einen SC. Das Ding ist ja backdated, würde ich jetzt mal sagen. Geile Kiste. Auch schön mit Entenwürzel hinten dran. Cooles Gerät. Sehr cooles Gerät. Ja, die Grün, ne? Die Grüße gehen raus. Hier neben einem Golf von einem unserer Kumpels, könnte man mittlerweile sagen. Mit denen hatten wir einen sehr witzigen Abend am Salzburgring. Da erzähle ich nicht so viel zu, das geht keinem was an, aber Abend war echt lustig. Cooles Auto. Auch dieser Golf ist so weit umgebaut. Ich glaube, es ist sehr schwierig, noch ein Teil zu finden an diesem Fahrzeug, was wirklich noch original ist. Sehr geiler Umbau. Auch hier vorne habe ich gesehen, das hat er noch kurz vor der Messe gemacht. Die ganzen Splitter vorne dran. Coole Nummer. Und fährt mit Cyvex. Ich wusste gar nicht, dass es noch solche bekloppten Leute gibt wie wir, die in so ein Auto ein Cyvex einbauen. Wir haben ja auch einen Golf 7R am Laufen mit 630 PS. Der fährt auch mit Cyvex. Funktioniert mega in den Auto. Super geile Sache. Gibt nur ein Problem, Klimaanlage geht nicht. Und Matti, hast du schon was gefunden, was original ist? Ich glaube, es ist schwierig, was zu finden, was original ist an dem Auto. Die Tankklappe vielleicht noch. Ich bin eigentlich insgeheim ein kleiner Japaner-Fan. Diese Evos, ey, so geile Autos. Genauso wie die Subarus aus dem Baujahr. Richtig echte Rallye-Autos, echte Männerfahrzeuge. Coole Teile. Ich muss sagen, ich hätte auch schon Bock auf so ein Teil, ne? Ich glaube, das macht richtig übel Laune. Gerade für den Winter. Ich glaube, da hast du richtig Spaß mit. Ohne Ende. Wir stehen hier gerade neben einem Riesenmotor. Ich meine nur, hat jemand schon mal so einen Lader gesehen?
Oder ist das Kompressor? Ich glaube, es ist Kompressor, oder? Also, ich bin ganz ehrlich, ich habe gar keine Ahnung hiervon, aber ich bin total technikbegeistert. Ich feiere das mega. Dass man so viele Komponenten, vor allem so große Komponenten zusammen macht und hat am Schluss ein Motor, der sich dreht und arbeitet. Schon sehr, sehr geil. Guck mal hier, Kampfpanzer, Leopard. Krankes Teil, Junge. Was meinst du, wie schwer der ist? Das steht hier doch bestimmt auch irgendwo, oder? Oder sehe ich das? Bin ich blind? Ich glaube, ich bin einfach blind. Welches Gewicht ist 42 Tonnen? Ja, 42 Tonnen. Boah. 42 Tonnen, ey. Krank. Das ist ein Panzermotor. Das ist ein Panzermotor, ja, Mann. Also ich muss sagen, ich bin echt fasziniert, ne? Wenn du das mal anguckst hier unten alles, das sieht schon ganz schön wild hier alles aus, ne? Ich habe echt keine Ahnung, worauf ich hier gerade gucke, aber es ist cool. Wir sind ja auf den PS Days und auf den PS Days gibt es auch eine L8 Night Halle. Die Jungs haben mir gestern nämlich schon... Ich sag L8 Night, ist mir voll egal, Mann. Ja, also, gestern war hier nämlich schon Viertelmeile, beziehungsweise richtig Viertelmeile war hier nicht, durften hier maximal 160 fahren. Die Jungs haben mir trotzdem ordentlich brennen lassen. Und das ist das Auto von einem meiner Kollegen, Anjo, netter Kerl. Der macht nämlich Programmierung für solche Autos. Der eine oder andere weiß ja, ich besitze auch so ein Fahrzeug. Und der hat hier ganz schön wilden Umbau gemacht. Der hat das Ding nämlich komplett als Dragster umgebaut. Der fährt hier mit rein, Viertelmeile, halbe Meile. Ich glaube nur noch Viertelmeile mittlerweile. Eigentlich auch auf Semi-Slicks. Beziehungsweise auf Vollslicks, aber der hier Straßenreifen drauf, weil auf den Asphalt hier nicht so gut. Komm, wir gehen mal nach vorne und wir gucken mal den Motor an. Wie man hier sehen kann, soweit das Auge reicht, schön viele gefräste Teile und ne, Lader direkt oben raus, 1A. Weiß gar nicht, wo ist denn eigentlich die Screamer-Pipe? Ist die nach unten oder wo hat er die hingebaut? Ah, nee, doch nicht. Die geht da gleich mit rein. Okay, das ist natürlich schlau. Ja, läuft direkt da mit rein. Ist er da? Da ist Screamer Pipe, ne, geht direkt vom Wastegate ins Endrohr, feuert oben auch mit raus. Eine geile Sache. Nee, schickes Auto. Hat er gut umgebaut, hat er sich viel Mühe gegeben. Selbst Innenraum ist komplett auslackiert. Cooles Gerät, sehr cooles Gerät. Meine ja nur, ich als Audi-Fahrer, da kann ich natürlich nicht vorbeigehen. Und wenn man hier mal reinguckt, der hat einfach auf DQ500 umgebaut. R32 Motor. Oh, sieht man gar nicht. Also, der Kerl hat das Ding auf DQ500 umgebaut, weil Viertelmeile muss natürlich ordentlich einen brennen lassen und die ganzen 0,2M Getriebe, die brechen immer auseinander. Da hat aber Steve eine tolle Lösung für, der macht jetzt nämlich aus dem Vollen gefräst. Klar, aber DSG kann nichts falsch machen, immer Bremse, anladen, Feuer frei. Gute Sache. Wir stehen hier neben so einem Opel Speedster. Stefan Klaassen hatte so ein Ding auch früher. Ey, wenn die losfahren vom Start, die fahren immer im Wheelie los, immer auf den Hinterrädern. Das sieht so cool aus. Muss man mal gucken. 10 Cash Day, der hat den Ben auch rausgehauen. Hatte Ben leider nicht so einen guten Start und dann hat er ihn versägt. Ne? Bens Auto ist brutal schnell, also das Ding geht gut. Also hier ist etwas, das sieht man eher selten. Normalerweise in Deutschland ist ja bekannt, es gibt ja in Amerika und so weiter gibt es ja die 2JZ, was ja jeder gerne tunt. Und in Deutschland ist das ja ganz klar der VR6-Motor. Das hier ist aber mal kein VR6. Ungewohntes Bild, sieht aber trotzdem mega aus. Wir befinden uns gerade in der Ladies Lounge. Hier gibt es nämlich eine Ausstellerhalle nur für Autos von Frauen. Sehr coole Sache, mal was ganz anderes. Dieses Auto da, ich war früher absoluter Fan der VW-Szene, die hat mein Vater mir früher immer mitgebracht. Und ich weiß noch, da waren so oft Kamangias drin. Ich hätte so ein Ding so gerne, in grün waren die ganz oft, als Cabrio. Ey, mega Auto. Alleine schon nur, wenn man sich mal daneben stellt. Das ist schon mega cool. Und vor allem rot, meine Farbe, Mann. Komm, wir gehen mal direkt mal rüber hier zu Lisas Auto, ne? Vielleicht hat der eine oder andere ja das Video gesehen von MX, als wir Max besucht haben. Und Lisa hat natürlich auch, oh Entschuldigung, ihre Autos hier stehen. Einmal den E36 und einmal den 190er mit dem Evo 2 Paket. Ja, alleine der Mono-Wiper sieht so geil aus. Echt, ich würde das so gerne mal machen bei einem unserer Autos, aber ist natürlich leider verboten in Deutschland. Ja.
Ebenso, danke. Hey, können wir ein Foto machen? Wie geht's dir? Alles gut? Der ist fast so groß wie du, ne? Eigentlich schon, ja. Wenn ich mich so daneben stelle. Aber 1,50 ist auch nicht groß, ne? Ja, das stimmt. Leider. Wo ist das Kennzeichen her? Wie kommst du an das Kennzeichen? Es fragen mich voll viele. Also mein Papa ist Iraner und ich habe gesagt, ich möchte unbedingt ein iranisches Kennzeichen haben. Ja, und dann hat er mir eins mitgebracht. Also du dürftest jetzt so zum Beispiel im Iran einfach fahren. Geil. Weiß jetzt nicht, ob es auf deutschen Straßen auch geht. Können wir gerne mal probieren. Probieren, oder? Einfach mal probieren, Probieren mutig sein. geht über Studieren. Ja. Du, wie lange hast du das Auto jetzt eigentlich? Ach, 4 Jahre ist 4 es Jahre? jetzt schon da Ja. und manchmal denkst du dir so einfach anzünden, kontrolliert abbrennen lassen und zuschauen. Ja, nee, das verstehe ich. Irgendwann hat man einfach die Schnauze voll. Und vor allem ist ja auch nicht dein einziges Projektauto, ne? Da Nee. steht ja noch das eine oder andere. Und da hat man so viele offene Baustellen und am Schluss regt man sich nur noch auf. Am besten kommen dann die Teile nicht oder die falschen Teile und irgendwann ist dann Feierabend. Das Schlimme ist ja, wenn du dann auch lange wieder nicht an dem Projekt gearbeitet hast, weißt du einfach gar nicht mehr, wo du aufgehört hast, weißt gar nicht mehr, welches Teil überhaupt wo saß. Gerade jetzt beim 190er, wir sind ja mehr so BMW-lastig, wie du wahrscheinlich Porsche-lastig bist. Und dann musst du dich halt neu reinfuchsen und dann warst du, keine Ahnung, hast du einen Tag 8 Stunden dran gearbeitet, weißt, wo jeder Stecker hin muss, alles picobello, arbeitest 2, 3 Tage nicht dran, stehst wieder da und denkst dir so, fuck, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, nee, das fühle ich, kann ich völlig nachvollziehen. Ja, ich denke, das können alle Schrauberleute nachvollziehen. Wenn man so viele Projektautos hat, ist es immer schlimm. Ist immer schlimm. Man denkt immer, so ein Projektauto ist cool, aber eigentlich fallen einem die Haare davon aus. Ja, und das Geld wird immer weniger. Ja, das ist immer so. auch immer traurig. Nee, aber es ist ein super cooles Auto, ist echt schön, Dankeschön. gefällt mir sehr gut. Langsam lerne ich jetzt ihn auch lieben, so nach 4 Jahren. Wir hatten wirklich immer so Höhen Up and Downs, und Tiefen, ja. mehr Tiefen als Höhen, aber so langsam, wenn du jetzt so fertig dastehen siehst, denkst du so, ach, Nein, ist echt cool, sehr schick, sehr, sehr schick. Bisschen Bettmobil, ne? ja. Er schaut schon ein bisschen assi aus, finde ich. Ja, nein, aber gut Assi. Ne? Gut assi, ja. Es gibt ja. Assi und gut Assi, aber das ist gut Assi, definitiv. Ja, ich habe auch vor, also er soll auf jeden Fall auch mal auf der Rennstrecke fahren. Ja? Also soll nicht einfach so ein Stehfahrzeug Ja. sein, sondern er muss mal fahren. Also ein richtiges Fahrzeug. ja. Sehr cool. Ja, ich denke mal, dann werden wir uns bestimmt mal mit dem Auto mal am Bilzerberg sehen. Denke ich. Ich denke, ich werde dich öfters wahrscheinlich von hinten sehen, aber Ja, dann lass ich dich auch in Ruhe. Vielen Dank für deine Zeit. Du hast Danke irgendwie dir. Hunger, ne? Du musst was essen gehen. ja, ich wollte jetzt was ja. essen. Ja, das schnappt dir mal deine Mädels. Komm mal her. Danke für die Zeit. Ich Mach's wünsche dir gut, wir was. sehen uns. Bis später. Ciao, ciao. So, wir ziehen jetzt weiter hier.
So, da wir ja heute ja noch keinen richtigen Porsche vor der Kamera hatten und noch keinen wunderschönen Mann, mussten wir hier natürlich unbedingt noch mal anhalten. Und ja, wir haben nämlich ein wunderschönes Auto hinter uns. Und da musst du mir mal sagen, wie hast du dieses Auto hier hinbekommen? Erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir haben, ja, kann man so sagen, als Team alle an einem Strang gezogen und haben mit der Firma ASG Remscheid zusammen in der letzten Woche diesen schönen Porsche bei uns in der Entwicklungswerkstatt gehabt und haben versucht, da noch mal ein bisschen mehr Optimierung reinzubekommen. Ist uns auch gelungen. Was schwierig ist bei so einem Auto, Ist muss man ehrlich sagen. Ja, wir haben auch wirklich gesagt, mal gucken, ob es klappt. Ja. Hat geklappt. Und dann stand das Auto gestern noch in der Entwicklungswerkstatt und die Messe hat aber gestern angefangen. Und dann habe ich gesagt, setz dich ins Auto und komm sofort hier hin. Ehrlich? Ich sag, komm hier hin. Dann stand er heute Morgen um 8 Uhr hier, Tür auf, zack, Auto noch rein. Und das war absolut das Richtige, weil das ist der Einzige, der überhaupt hier in Hannover steht. Genau, weil ich bin nämlich auch rumgelaufen. Wir haben auch einen normalen GT3 gesehen, den einen oder anderen, aber halt nicht. Ja, ne? aber nicht den Nicht und den. vor allem nicht den schon umgebaut. Ja, das kommt nämlich noch dazu. Ja. Das war nämlich auch wichtig, weil ich dachte mir nämlich, wenn wir schon was Umgebautes zeigen von Porsche und das war nicht von uns, dann wenigstens mit jemandem, den wir auch kennen und auch gut mögen. Ne? Ja, wir sind Ja. ja verbunden miteinander, die Firma 9FF von H&R. Dein Schon Papa, ganz lange. war ja erst letzte Woche noch bei uns. Ja. Und ja. Ja. Für die wenigsten, die es übrigens wissen, ne? Die Jungs haben das erste Fahrwerk für unseren GT9 damals gebaut. Stimmt. H&R war dabei bei der ersten 400 km/h Fahrt. Ja, Ja, das ist wahr. ja. Und Ja. ich muss sagen, so hätte eigentlich Factory kommen müssen. Bei diesem wunderschönen 992 GT3S haben wir uns das Fahrwerk natürlich angesehen Ist auch und so, haben ne? unsere hochfesten, leichten Rennfedern optimiert und verbaut. Geil. Doppelfedersystem an allen Ja. Rädern. Vorderachse, Hinterachse hat das Auto immer Zusatzfeder, Hauptfeder. Haben wir hier angepasst und das Auto nochmal um ca. 5 bis 10 mm abgesenkt und haben die Federraten so angepasst, dass das ganze Auto nochmal so eine kleine Brise an extra bekommt. Geil. Auto sieht wirklich, kann man nicht anders sagen, Nein. brutal aus. Mega, voll das Batmobil. Und- Schwarz auf schwarz Ja. auf schwarz. Ja, Also sieht ich bin aus. ganz ehrlich, ich sage das immer wieder, eigentlich schwarz ist nicht meine Farbe auf dem, also generell auf dem Porsche, Ja. weil du siehst die Form nicht so schön, aber bei dem Auto, es passt einfach, weil es ist einfach ein Batmobil. Ja. Du guckst das Ding an, das Ding ist einfach eine Macht. Wir sind mit dem Auto in die Halle reingefahren. Ja. Also es wurde mehrfach gefragt, ist das ein Rennwagen? Ich so, nee, ist der neue 992 GT3S. Ja, wie, kann man den anmelden? Ich sag, ja klar. Ja. Ja, das geht doch gar nicht. Ich sag, ja doch. Und das, also selbst wir in der Werkstatt haben viele Punkte uns angesehen und gesagt, ey, wie haben die das gemacht? Es ist echt geistig gestört. Aber ich sag mal so, eine Sache bei dem Auto, was ich feiere, ist für viele Leute, die richtig Ahnung haben, ist das geil, du kannst super viel einstellen. Ja. Aber wenn du keine Ahnung hast, machst du das Auto kaputt. Dann drehst du einfach an den Knöpfen rum und dann machst du das Auto kaputt, dann fährt er gar nicht mehr. Das Allerschlimmste in dem Auto ist, jeder kann sich reinsetzen und den einfach fahren. Genau. Und das ist wirklich eine Waffe, das Auto. Ja, ohne das muss man Spaß. einfach mal sagen. Ne? Ja, wir haben gestern mit den Jungs auch von Bilzerberg gesprochen. Ja. Und die meinen, sie hätten da auch so ein Ding mal gehabt. Und bei denen in der Mutkurve brauchst du deutlich über 200 fahren, sonst schmierst du weg mit dem Teil. Weil erst dann der Anpressdruck so stark ist, dass Ja. du vernünftig um die Kurve fährst. Ja, das Auto und wenn du die hat- Eier nicht hast, schmeißt du dich da weg mit so einem Koffer. Also wir haben ja zwei 992 GT3 Cup Autos in der Langstreckenserie am Nürburgring laufen. Und Marcel, unser Werkstattleiter, der fährt ja die Autos. Ja. Und er sagt, das Auto ist schneller als das Cup-Auto.
Das muss schon was heißen. Das Straßenauto Ja. ist schneller als das Cup-Auto. Und das ist schon, ne, also du musst dir das mal überlegen, du kommst so einen Renn-Porsche und dann kommt einer, der an der Ampel neben dir steht und Wollte ich sagt, gerade sagen. ich Ja. verblas Weißt du, dich der mal. fährt damit morgens noch Brötchen holen, ne, bevor kommt er noch vom auf- Track ja, fährt. das ist total Und dann irre. jagt er dich trotzdem auf der Strecke. Das ist schon sehr, sehr cool. Unglaublich cooles Auto, Da hat Porsche echt wieder eine Macht geliefert. Auf jeden Fall. Ja. Ja, Aber weißt du, was da fehlt? Ein bisschen mehr Leistung. ja da sind wir raus. Da übergebe ich an den Jannis. Da sind wir raus. Ja, Ja, sehr geil. Nee, hat mich sehr gefreut. uns ne? auch. Vielen Dank, dass ihr da wart. Immer wieder gerne. Und wir werden- ne, du weißt, wir kommen demnächst mal bei euch vorbei. Ne? Ja, dann wir packe haben- ich den ja. Dritten dann ein, der da hinter der Kamera steht und dann kommen wir mal und dann musst du uns mal ein bisschen bei euch sagen. Hast du denn schon das andere GT-Projekt verraten? Nein, noch nicht. Da sage ich noch gar nichts zu. Das Okay, ist doch, aber da sehen wir uns spätestens. da sehen wir uns auf jeden Fall auch nochmal zu. Okay, Perfekt. macht's gut. Danke, ciao. Wir haben heute noch nichts so richtig Beklopptes gehabt. Deswegen dachte ich mir, wir holen hier mal genau den richtigen ran. Vielleicht kennt der eine oder andere ihn. Ich war schon mal bei Rick, bei Alex. Und ja, wir dachten, wir zeigen euch mal dieses bekloppte Auto, weil das Ding ist einfach mega. Und vor allem, der fährt immer. Die meisten von den Dingern sind ja meistens immer kaputt, muss man ja ehrlich sagen. Aber ich glaube, ich habe deinen bisher einmal zählig gesehen. Ja, ansonsten dieses Jahr, wir haben ein paar Kleinigkeiten verändert, aber ansonsten, Hälfte des Jahres ist ja schon rum, haben wir nur einen Ölwechsel gemacht. Also ein paar Kleinigkeiten so, aber Einfach ansonsten fahren. kriegt er nur Lavka und das läuft. Erzähl doch mal was zu deinem Auto, für die Leute, die dich nicht kennen vielleicht. Golf 2, R30, Ich komm mal zu dir hier rüber, dann kann er hier auch ein bisschen besser was filmen. Ja. Golf 2, R30 Turbo 4Motion. Letzte Messung ist jetzt bald ein Jahr her, waren knapp 1300 am Prüfstand. Ich würde behaupten, wir haben noch ein paar Also PS nicht Radleistung, sondern Motorleistung. Motorleistung. Ich würde aber behaupten, dass wir noch ein paar PS gefunden haben. Also so wie es jetzt ist, fährt es wirklich gut. Und anders, also wir kriegen es jetzt mit der Karosse, dem Fahrwerk und allem anderen auch, selbst wenn wir jetzt Leistung hoch machen würden, was jetzt aber auch irgendwo ist, mal vorbei. Ich wollte gerade sagen, bringt doch irgendwann nichts, dann kriegst du gar nicht mehr durch die Straße. Genau. Also ich habe heute sehr viele Leute, deshalb eben schon gesagt, fand ich ein bisschen schade, normal hätten wir mal fahren müssen, weil ich eigentlich immer einen dabei hatte, einen Beifahrer. Und unter anderem die Frau von Steve, hier von der Late Night, Ja. die halt auch total versaut ist, was Autos angeht. Und selbst sie hat gesagt, sie hat viel erlebt. Aber das ist geistig Das ist ein gestört. Highlight. Ich meine nur, wenn man sich schon allein den Lader anguckt, ja, das verrät schon, dass hier auf jeden Fall kein Kindergeburtstag ist. Nee, also es ist, fahren jetzt knapp 3 Bar. Und, Knapp 3 Bar fährst du mit dem Lader mittlerweile. Ja. Boah, das ist männlich. Also es ist wirklich nach Düsenlast ausgerechnet. Ich weiß, es gibt immer Jungs, die sagen, hin und her, Hokuspokus. Nach Düsenlast sind wir jetzt bei 1441. Das ist Ja. Wahnsinn, ist mir auch scheißegal. Wenn es 1200 sind, wir sind jetzt gefahren, autobahnmäßig, wir sind Ey, jetzt im unter den Endeffekt kommt es auf die Zeitanschluss an. Sind- Wie schnell bist du gewesen? 2,7. Ja, Wir sind siehst unter du? die 2,8 gekommen. Ja, siehst du? Also, schon- das ist doch völlig, ja. ja. 1200 oder 1400 hast Ja, ja. am Ende, finde ich zumindest. Die Zeit muss am Schluss passen. Und wenn du sowieso am Schluss der Schnellste dann bist auf der Viertelmeile damit, dann hast du gewonnen. Wie Ne? gesagt, das ist, also da sind natürlich auch sehr viele, sehr schnelle Jungs, aber so, für das, wie das Auto jetzt gebaut ist und dass ich es halt nur hobbymäßig betreibe, fährt man jetzt schon ganz schön weit vorne mit. Ja. Und es ist halt geil, wenn man auf Veranstaltungen kommt und da auch Leute als Publikum ankommen und sagen, hier, ich sehe dich hier heute als Favoriten und so. Und da denkst du dir, Alter, man ist eigentlich ein kleiner Bauer, kommt irgendwo aus der letzten Ecke aus dem Sauerland. Wo du gerade bei Favoriten bist, ey, ich fand das so geil, deine Stories bei Instagram mit dem ich glaube Simpsons war das? Ja, Oder? direkt ab. Ey, das war leider dem Grip geschuldet, aber man kann nicht jeden Tag gewinnen und das hat mich natürlich auch geärgert. Ich fahre nicht 800 Kilometer, um dann einmal 15 Meter zu fahren, aber am 12. oder 14.8. ist der nächste Cache schon wieder cool. in Altstedt. Werden wir auch teilnehmen und ja, ich freue mich einfach drauf. Das wird gut. Glaube ich. Immer alle bekloppten Jungs da, ordentlich Gas geben den ganzen Tag lang. Genauso muss das sein. Eine Sache mal noch ganz am Rande. Die meisten bauen sich ja so ein Auto und fahren damit ja wirklich nur Viertelmeile. Und zwar auf einer Veranstaltung. Du fährst das Auto ab und zu auf der Straße, richtig? Also ich habe jetzt einen TÜV-Bericht in der Hand gehabt von vor 5,5 Jahren und ich bin in 5,5 Jahren mit dem Auto 16.000 Kilometer gefahren. Was ich schon sehr Das viel schafft man finde. nicht nur auf und, Events. Und der ist jetzt nicht so die Karre, wo ich jetzt sonntags gemütlich mit um den Teich fahre. Nee, dafür ist er auch Der nicht wird gebaut. Das angemacht. Ding muss Last bekommen. Dafür Der ist er gemacht. hat 1,5 Minuten, um ein bisschen warm zu werden. Geil. Dann wird er vergewaltigt. Ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, der größte Knackpunkt, den du im Augenblick hast von dem Auto, ist eigentlich Getriebe, oder? Ich muss sagen, Also jetzt von der Haltbarkeit. toi toi toi, man darf das ja nicht aussprechen, hier ist viel Holz um uns rum, aber ich habe jetzt gerade nichts zum Klopfen. Toi toi toi. Also jetzt
seit die letzten 1000 Kilometer fährt das so, wie das ist. Sehr Richtig cool. gut. Ja, Richtig weil als ich ja bei dir war, hing ja das eine oder andere gesprengte Getriebe. ist jetzt aber durch dieses 1-2-1, durch das selbstgebaute Ding da, super. Weil halt das nicht mehr passieren kann. Und das ist halt der größte Schaden, den du halt immer dabei hast, Natürlich, klar. der auch zu brutalen Motorschäden führen kann. Ja, Ich klar. hatte ja die Klar. 11.2, was er da gedreht hat, das ist natürlich schon heftig. Ja. Das macht halt kein Kipphebel. Und danach bist du trotzdem weitergefahren an dem Tag, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Ja, zumindest auf den Anhänger und habe dann Ja. motormäßig gar nichts gemacht, habe nur das Getriebe wieder gemacht Ja. und bin zur nächsten Veranstaltung eine Woche später. Super geil. Super geil. Man muss es leben, die Mädels müssen es mitmachen, das ist so, halt auch mal so ein bisschen... Da gehört viel mit dazu. Ich bin auch froh, meine Chefin steht da nämlich im Hintergrund. Ich bin auch froh, dass sie die ganze Scheiße mal irgendwie ist so, mitmacht. muss man auch mal Chapeau an die Mädels, ja, das ist, so, nicht so. selbstverständlich. Weil ohne die geht's auch am Schluss nicht. Ja, und es gibt viel graue Haare. Ja. Ist so. Gut, dann will ich dich nicht länger aufhalten. Ich bedanke mich vielmals für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Sehr schön, dich wieder gesehen zu haben und ein cooles Auto. Und Es ist nicht das Schönste, aber es funktioniert. Im Endeffekt kommt es ja am Schluss darauf an, dass die Karre funktioniert und immer läuft, oder? Wie gesagt, es gibt ja hier genug andere Autos, die wirklich auch feiere ich auch schickimicki, aber das bin nicht ich. Wenn du dir so diese Macken, weißt du, das ist ja, weil gearbeitet wird in dem Ich Motorraum. wollte gerade sagen, Weißt du, ich meine, das ist hier später, der Schraubenzieher, der ist ja auch nicht. rutscht 8-mal mit ab und dann sieht so ein Motorraum halt so aus. Wenn du keinen Bock hast, den alle 2 Monate zu lackieren, dann machst du es auch nicht. Ist so. Ja. Und ist ja auch ein Nutzfahrzeug, der wird halt richtig benutzt. Ja, und ich finde, dann darf er auch so aussehen. Hier unser Hans, unser G-Turbo, den wir haben, der ist auch nicht alles schön. Da haben wir hier eine Beule, da mal eine Macke. Das gehört halt dazu, das Auto wird benutzt seit 10 Jahren. Ja. Muss liefern, alles andere egal. Ist so. Sehr cool. Wie gesagt, vielen Dank nochmal, hat mich sehr gefreut und ich sage mal bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Event auf jeden Fall. Schöne Messe dir noch. Danke dir auch. Ciao, ciao. Wir laufen hier schon den ganzen Tag lang über die Messe und gucken uns hier alle möglichen verrückten Sachen an. Und wir dachten, wir zeigen auch mal ein bisschen was leider auf YouTube irgendwie nicht so auftaucht. Und ja, da haben wir hier ein paar schöne Sachen gesehen. Da haben wir direkt mal nachgefragt, ob der nette Herr uns nicht ein bisschen was zeigen möchte zu den schönen Fahrzeugen, die dabei haben. Ich denke, er kann wahrscheinlich mehr erzählen als ich, weil ich habe da keine Ahnung von, finde es aber sehr cool. Ich habe noch weniger Ahnung davon. Noch weniger Ahnung? Ja, mein Name ist Rufen Flörke. Wir machen das, mein Bruder und ich betreiben einen kleinen Abschleppdienst. Ja, oder klein, groß, kann man sich drüber streiten. Und ja, wie man sieht, haben wir ziemlich einen an der Waffel, sag ich mal. Ist doch gut, oder? Nein, wir haben Spaß dabei und ich denke, das sieht man in unserem Fuhrpark, an unseren Fahrzeugen. Die Jungs haben da auch Bock drauf. Dann kam so ein Zwischendurchprojekt. Eigentlich wollten wir was anderes mitnehmen. Jetzt haben wir unsere Sattelzugmaschine von Sonntag an bis Donnerstagabend fertig gemacht und sind dann um 21:15 Uhr Donnerstag fertig geworden. Um 24 Uhr war Aufbauende. Also Ja, wir kamen um 11, wir hatten den gleichen Stress. Das war uns genau das Gleiche. Immer letzte Rille. Halb so wild. Ja. ohne Druck funktioniert es nicht. Ist so. Nur unter Druck entstehen Diamanten, ne? Genau. Ja. Sehe ich auch so. Ja, ich würde sagen, wir gehen da mal hin und gucken uns das mal ein bisschen genauer hier an. Ja, das können wir machen. Also, das ist ein Abschlepper für LKWs. Genau, das ist ein LKW-Abschleppwagen. Das ist jetzt ein Scania. Etwas über 15 Kubik Hubraum. Also ein kleiner V8. 620 PS hat das Schätzchen. Ja, Und Drehmoment wie ein Tier wahrscheinlich, ne? der Drehmoment ausreichend. Ja, das denke ich. Ja, aber das ist gekommen, ist er quasi ziemlich nackig irgendwann mal. Und dann wurde es immer mehr, was gemacht wurde. Angefangen haben wir mit dem Pullfänger, dann wurde der Innenraum geledert, dann haben wir ein bisschen Anbauteile noch. Also ihr baut hier richtig um. Es ist ein bisschen eskaliert. Bisschen eskaliert. Ja, bei Bisschen dem- eskaliert ist gut. Bei dem ist es halt mein Baby, den fahre nur ich. Cool. Jetzt haben wir noch eine Ölmaschine aufbauen lassen, die ist dieses Jahr gekommen. Genau, die steht hinter uns. Wenn man da ein bisschen guckt, ja, das ist auch sehr dezent gehalten. Ja. Auch Unauffällig, also auch mit den, übersieht man leicht. Genau, Ja. mit den leichten Details. Also dieses Blaue zieht sich halt durch. Wir haben bei uns die Fahrzeuge vom Abschleppdienst alle in Gelb Ja. mit den blauen Akzenten gehalten und die weiße Flotte ist dann quasi Verkehrsflächenreinigung, Umweltschutzabteilung. Okay, ich verstehe. Und da bleiben die blauen Akzente genauso. Wobei man sagen muss, das Weiß mit dem Blau wirkt noch ein bisschen edler, finde ich Ja, persönlich. Ist sehr cool. Mir gefällt die Kombination sehr gut. Obwohl ich das als Dortmunder gar nicht sagen darf. Weiß und Blau ist gefährlich, wenn ich das sage. Naja, als Hannoveraner mit einem gelb-blauen Auto ist vielleicht auch nicht das Richtige mit Braunschweig im Nacken, sage ich mal. Aber es ist halt so, das hat nichts mit Fußball zu tun. Nein, überhaupt das ist unser persönlicher Geschmack. Ja, das ist das Wichtigste.
Dass man dann auch keine Rücksicht auf sowas nimmt. Wenn man sagt, einem selber gefällt das, dann muss man das auch machen. Wichtig ist am Ende, dass es uns gefällt. So sieht's aus. Und bei meinem LKW ist wichtig, dass es mir am Ende gefällt. Genau, und niemand so sehe ich das anderen. auch. Hey, Cool, wollen wir mal nach vorne gehen, mal ein bisschen was gucken? Wir stehen die ganze Zeit so an einer Stelle. Ich würde ja gerne mal ein bisschen was Schönes zeigen auch von dem Wir können ja mal Fahrzeug. anfangen mit einem kleinen Werkzeugsortiment. Hey, sowas hätte ich auch gerne. Das war mir persönlich damals wichtig, dass ich halt mein Werkzeug, was ich immer im Alltag brauche, weil wir müssen die Kardanwellen ausbauen, damit der Kraftschluss vom Getriebe zur Hinterachse getrennt ist. Und das ist halt quasi so Tür auf, rausnehmen, nach hinten, ausbauen und wieder weg. Und Hast du alles direkt parat, griffparat, alles was du brauchst. also du kannst dir immer ein bisschen helfen. Ne? Ja. Das ist sehr praktisch. Sehr, sehr Und praktisch. alles immer schön sortiert. Ne? Ja, ist wichtig, wenn man keine Ordnung hat, dann sucht man immer nur wie so ein Affe und dann am Schluss dauert die Arbeit 100 Jahre und ist einfach nicht fertig. Das Genau. ist Mist. Was mich damals sehr fasziniert hat, da habe ich dem Fahrzeugbauer nicht glauben können. Er sagt, klebt die Schienen da an, das hält. Ich sage, das kann ich halten. Ich kann jetzt einen Langzeittest, es hält. Also die ganze Wand hier mit dem Gewicht ist nur angeklebt, funktioniert. Was benutzt du da für Kleber? Das ist irgendein Spezialkleber, der Irgendwas. wahrscheinlich richtig Geld kostet. Aber wichtig ist, dass es funktioniert. Wollte ich gerade sagen, das Wichtigste ist, es funktioniert. Genau. Sehr, sehr cool. Hier wird es dann ein bisschen gröber. Ja. Das sind dann im oberen Bereich die Hubgabeln, um an die Achse vom LKW zu gehen beim Abschleppen. Der untere Bereich sind spezielle Adapter, dass man vorne in die Abschleppösen reingehen kann. Weil wir rechts und links. Ich wollte gerade sagen, Abschleppöse, ne, wenn man sich das jetzt mal bei so einem Auto anguckt, da hast du so einen kleinen Abschlepphaken. Der sollte schon ein bisschen größer dimensioniert sein bei so einem Fahrzeug. Genau, der Vorteil ist, man hat halt die spezifischen Adapter, man hat Spreiztraversen, weil wenn die im Graben liegen, die neuen LKWs, das sieht alles stabil aus. Ja. Die sind aber nicht stabil, die Rahmen sind so weich. Also Ist wir so wie haben, mit den neuen Autos. Genau. Wird mittlerweile überall gespart, wird immer billiger. das ist das Problem, wir haben teilweise LKWs, die fahren mit 30, 40 irgendwo rauf und nach der Kabine knickt der Rahmen ab. Krass. Und dann müssen die auf die Richtbank. Boah, das ist echt krass, hätte ich nicht gedacht. Und das Problem haben wir dann natürlich auch, wenn wir die aus dem Graben rausholen müssen. Wenn du dann nur an eine Öse gehst, Ja. kannst du hinterher 4 Spuren im Schnee haben, wenn du Pech hast. Na, das will keiner. Boah, das ist mal richtiger Kabelbinder. Das ist dann für die Leute, die sich nicht benehmen können, die werden dann festgemacht an der Leitplanke. Solange die nicht immer verschwinden und jemand mit nach Hause nimmt. Nee, so viel Platz haben wir nicht. Aber es ist halt, Ordnung ist da immer das A und O. Ne? Ordnung ist das A und O, ist so. Ich sage, ein geordnetes Chaos habe ich immer, aber ich habe es für mich im Kopf, was wo ist. Ja, du hast immer alles dabei, dass du dir immer helfen kannst. Für dich ist ja auch das Wichtigste, dass du es weißt, weil ist ja schließlich deine LKW, du benutzt ihn ja nur als einzigster. Deswegen, hier geht's dann in die Steuerung. Gucken wir mal, ob er zuckt. Hupe geht. Hupe ist da. Und man muss nicht immer an den Hebeln stehen, man hat natürlich auch eine Fernbedienung, Praktisch. wo man dann, Klar, aber du siehst natürlich jetzt ja auch nicht gerade unbedingt, was da hinten passiert. Das ist natürlich schon besser, Genau. wenn du auch da stehst. auch wenn du irgendwo. jetzt einen LKW abschleppst, musst du unten an die Achse ran, willst du ihm die Ölwanne ja auch nicht kaputt drücken. Wenn du hier Nee. oben stehst und willst da unter den LKW, siehst du nichts. Das stimmt, das stimmt. Sehr, sehr coole Sache. Also ich muss sagen, ich bin echt fasziniert von dem Teil. Aber wenn wir auf der anderen Seite haben wir dann noch ein bisschen männlichere Ketten. Bisschen männlichere Sachen, männlicheres Spielzeug. Erstmal das Wichtigste für faule Leute. Alles auf Akku. Alles auf Akku. Aber es ist doch scheiße, wenn du sonst immer ein Kabel mit dir rumschleppen musst oder Druckluft oder sowas. Dann brauchst du ja noch irgendwo Kompressor und Der so weiter. Kompressor brauche ich nicht mitnehmen, hat der LKW von sich. Das ist der Vorteil, aber es ist einfach entspannter. Du nimmst es, gehst irgendwo unter und wenn der Akku leer ist, tausch den schnell durch. Du hast nicht diesen Schlauch, den du irgendwo hin und her ziehen musst. Ja. Und umso einfacher es wird, umso schöner ist es am Ende. Wir wollen unsere Arbeit ja alle so machen. Ja, natürlich, es soll ja einfach vonstatten gehen. Ne? Man will sich schließlich ja auch Zeit sparen. Das bringt es einem ja nicht, ist dies zu verschenken. Dann haben wir noch Umlenkrollen. Wenn du jetzt wirklich tief hast, die Möglichkeit am Hubrahmen noch den runter zu klappen, dass du tief ziehen kannst, wenn du jetzt irgendwo drunter durch musst. Oder du hast einen auf einem engen Feldweg stehen, hast du auch am Baum, wenn der natürlich nicht so ist. Der muss dann schon ein bisschen größer sein. Kannst du ziehst halt sonst mit mit der raus. Umlenkrolle auch um den Baum halt den LKW ein bisschen wieder auf dem Weg halten.
halt die schönen großen Ketten. Sehr coole Sache. Alles, Unglaublich, was wie viel da reinpasst, ne? Wie viel Platz da drin ist. Hätte ich echt nicht gedacht. Platz ist das A und O. Man drückt man auch schnell zu, wenn man zu viel Platz hat. Wenn du dann vorne reinguckst. Boah, richtig Beleder mit Fußboden und allem, was dazugehört. Man muss sich auch wohlfühlen. Ja, verbringst ja schließlich jeden Tag viel Zeit drin, ne? Ja, das ist so, man braucht das nicht, aber ist geil. Also braucht man es wieder. Verstehe ich, das ist so wie bei uns. Und das Porsche-Tuning, was wir machen, braucht ja auch keiner. Du brauchst den Porsche nicht, du brauchst das Tuning nicht, aber ist geil. Das Ergebnis am Ende, ne? Das ist wenn das man da Wichtigste. Spaß dran hat. Ja. Ja, und das ist halt so, wir fahren hin und wieder mal auf ein Treffen, wenn wir die Zeit haben. Ja. Und da ist man dann, das Schöne ist bei so einem Treffen im LKW-Bereich, du hast diesen Markenhass, was man teilweise aus dem PKW-Bereich kennt, hast du da gar nicht. Natürlich gibt es mal einen doofen Spruch, aber alles ganz locker und die Leute sind alle mindestens genauso bekloppt wie du selber. Wenn man Das ist sieht, wichtig. Wie viel Freizeit da manche reinstecken, aber da ist ja noch extremer. Die sind ja die ganze Woche damit unterwegs. Ja. Deswegen. Ja, wenn dich die ganze Zeit lang da drin aufhältst, dann willst du natürlich auch, dass du dich wirklich wohlfühlst. Ne? Und dann verstehe ich auch, dass die Leute da so viel investieren und so viel machen. Ja. Ist ja im Endeffekt am Schluss das zweite Zuhause, ne? So ist es. Wenn du jetzt guckst, ist halt alles was hier mal chrom war, ist eigentlich so gut Hat wie alles die Farbe eliminiert. gewechselt in Blau. Boah, das ist aber auch ganz schön großes Gerät. Immer die kleinen Details. Wenn man aufs Kennzeichen guckt, da steht die Typbezeichnung nochmal, wie das Auto heißt. Ne? Und dahinter ist die originale Bezeichnung R620 V8. Klar, deswegen 8620, das macht Sinn. Ja. Sehr, So sehr viel cool. zu dem Schätzchen. Wenn du da Sehr, sehr cool. siehst, ist ja auch. Das Ding ist auch wild. Ja, irgendwie ist das ein bisschen eskaliert. Machen wir so, haben wir keinen Stress. Ja. Erfolg ist kein Zufall. Erfolg ist kein Zufall. Ja, ich bedanke mich für deine Zeit. Hat Gerne. mich sehr, sehr gefreut. War sehr, sehr cool. Ich hoffe, man sieht sich wieder. Kommt ihr wieder, PS Days? Ich gehe davon aus. Sehr cool. Ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Hat Vielen mich Dank. gefreut. Und wahrscheinlich wird da ja noch ein bisschen mehr dran verändert über die Zeit. Ich bin mal gespannt. Vielleicht entdecke ich beim nächsten Mal was Neues. Man wird nie fertig im Tuning. Das ist es, man ist nie fertig. Wir sitzen hier gerade im Augenblick in einer modifizierten G-Klasse, die eigentlich ja, nicht frei verkäuflich ist, würde ich jetzt mal sagen, für normale Leute. Ja, aber ich denke mal, die nette Dame hier kann uns bestimmt ein bisschen mehr dazu sagen. Wie kommt dieses Auto hier hin? Was habt ihr mit diesen Autos zu tun? Ja, sehr gerne. Wir sind von der BB Fuhrpark Service. Wir sind quasi der Dienstleister für die Bundeswehr für handelsübliche Fahrzeuge. Also das sind dann Fahrzeuge, die jetzt, ich sage jetzt mal, keine Panzer sind, Ja. keine Flugzeuge oder sowas, sondern die Fahrzeuge, die man zum Beispiel auch auf den Straßen sieht. Das sind die mit den Y-Kennzeichen. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen natürlich, hast. klar. Genau, und wir sind jetzt hier auf der Messe, um auch einfach mal unsere Fahrzeuge zu zeigen, die so ein bisschen so eine militärische Sonderausstattung haben. Also der Grünlander hat jetzt hier zum Beispiel ja, extra so Waffenhalterungen Genau, oder auch so eine das extra sieht auch ganz schön wild Ausstattung. aus. Das ist schon ein bisschen was Besonderes und genau, die Bundeswehr ist ja auch vertreten, aber wir haben uns gedacht, so als ja, ziviler Dienstleister der Bundeswehr sind wir auch mal hier vor Ort. Ja, finde ich sehr cool. Also ihr habt ja generell so ein paar Sachen dabei. Da vorne steht ja auch so ein sehr interessanter Käfer. Den gucken wir uns gleich auch auf jeden Fall nochmal an. Und ich muss sagen, eine Sache, also diese grüne Innenausstattung hier drin, ne? Ich finde die mega geil. Ich finde, das passt so gut zu dem Auto, finde ich richtig gut. Ich denke mal, das hier ist hier für Funkgerät und Genau. ja. Das ist tatsächlich ist natürlich jetzt alles ausgeschaltet, das dürfen wir Klar. natürlich jetzt nicht testen. Nee. Aber das ist dann, wenn die Soldaten und Soldatinnen die Fahrzeuge bekommen, ist es natürlich aktiv und Ja. dann können die da super kommunizieren. Cool. Wie lange macht ihr das schon? Uns gibt es seit 2002 jetzt schon insgesamt. Genau, wir sind eine GmbH, gehören aber zum Verteidigungsministerium und zur Bahn und genau, haben damals die Dienstleistung von der Bundeswehr übernommen. Sehr cool, sehr cool. Wie kommt man zu so einem Job? Was ihr jetzt ja macht, habe ich jetzt ja ungefähr schon verstanden, Ja. aber wie kommt man dazu? Man kann sich jederzeit bewerben gerne. Also unsere Zentrale, die sitzt tatsächlich in Troisdorf. Das ist zwischen Köln und Bonn. Wir haben aber insgesamt deutschlandweit über 50 Standorte. Also man kann sowohl, wir sind jetzt in Hannover, hier haben wir zum Beispiel auch eine Servicestation. Und dann kann man sich ganz gern bei uns einfach bewerben oder man kann auch bei unseren Social Media Kanälen vorbeischauen, uns dann einfach eine Nachricht schreiben.
Genau, und dort haben wir verschiedene Jobs, also kaufmännische Jobs, ganz normal, im IT-Bereich. In der Fläche haben wir dann viele Kfz-Mechaniker, die wir auch einstellen. Und man kann tatsächlich auch bei uns in Einsatz gehen, also in die Einsatzgebiete, beispielsweise nach Jordanien, nach Litauen. Da gibt es auch auf YouTube ein ganz interessantes Video bei der Bundeswehr, bei der Lara im Einsatz. Da sieht man mal, wie unser Einsatzgebiet dann, sage ich mal, aussieht. Und das geht alles als Zivilist auch. Also man muss dann nicht bei der Bundeswehr verpflichtet sein, sondern kann dann... Stimmt, das war sehr interessant. Da hatten wir gestern schon drüber gesprochen. Man kann das hier machen, ohne sich zu verpflichten. Ne? Genau. Das halt der große Unterschied ist, denke ich jetzt mal. Genau. Man tut quasi trotzdem was für die Sicherheit, sage ich mal. Und arbeitet mit der Bundeswehr zusammen natürlich eng. Das ist auch eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Bundeswehr. Man muss sich aber nicht verpflichten und genau. Ja, sehr cool. Hat mich sehr gefreut. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ja, und danke. wir flitzen jetzt mal raus und gucken uns nochmal das Auto genauer an. Ja, wir sind jetzt hier nicht mehr im Auto, sondern neben dem Auto. Und ich habe mir mal einen netten Herrn dazu geholt, der eigentlich IT macht und eigentlich gar nicht so der Kfz-Mann ist. Aber ich hoffe, vielleicht können wir trotzdem ein paar Informationen über das Auto bekommen. Ja klar, sicher. Wir haben hier insgesamt 182 PS vor uns stehen gerade. Der wurde auf Herz und Nieren getestet von unseren Jungs. Der fährt mit jeglichen Art an Diesel, ob dreckig, ob sauber. Also der fährt wirklich, bis er nicht mehr kann, bis er wirklich aufgibt. Sonderlackierung drauf, von uns eingebaut worden ist oder Zusatzausstattung für die Bundeswehr, ist halt die Waffenhalterung, die man innen sehen kann. Die habe ich gerade schon gesehen, das fand ich sehr interessant. Genau, das sind so Zusatzsachen. Panzerung hat er keine, also der ist eigentlich eher hier für in den Kasernen rumzufahren. Der geht auch mit in den Einsatz, aber dann eher für, wo die Gefahrenlage etwas gedämpfter ist. Hat eine verstärkte Federung drin, 2 Batterien. Ja, damit kann man auf jeden Fall Spaß haben, sag ich mal. Ne? Ja, glaube ich. Also ich glaube, Lässt sich auch schön fahren. Im Gelände ist man auf jeden Fall genau richtig mit dem Auto. Ja, definitiv. Also wenn man die sieht, wenn die wieder reinkommen, wenn die Jungs da mit im Gelände waren, wie die dann aussehen. Schön. Hat mich sehr gefreut. Ja, Vielen Dank. Ich auch. Wir ziehen weiter. Wir gucken, was wir noch Cooles hier finden. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ne? Danke dir. Ciao, ciao. Bis dann. Hallo, bitte kommen Sie her. Hallo. Alter, was ist Hallo. das hier, Alter? Hallo, ich habe den Reichtum schon von da hinten gerochen. Ja, was willst du bei mir? Ja, das Du musst ja ins Spiegel gucken. Hey, wir dachten, hier so als letztes Wort hole ich mir ganz bekloppen vor die Kamera. Und du machst jetzt hier den Abspann und sagst nochmal Tschüss hier und so. Und Alle den Porsche hier im Ring. Alle hier im Ring. Wir brauchen alle Geld. Ja. Kannst ja ein Spendenkonto einrichten. Ja, ich schick dir mal eine E-Mail. Genau. Wir blenden den Link unten ein. Genau. Schön, dass du da warst. Ja, hat mich gefreut. Wir sehen uns gleich drüben, ne? Oh jo, stimmt. So, wir sind jetzt hier durch mit unserem Tag auf den PS Days. War super cool. Viele Leute getroffen, viele interessante Autos gesehen und auch sonstige coole Fahrzeuge. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein und ja, ihr könnt ja mal von hier oben mal runter gucken. Sieht absolut geil aus.